Ja, in Namibia hatte ich dann irgendwann mal die Möglichkeit, so 3 Autos nebeneinander zu sehen. Das war meiner, das war der U437 und der Steyr. Ich habe die dann alle mal im Kopf gedreht und gesagt, was gefällt mir an meinem eigentlich besser? Der 437er groß, der Steyr auch groß und meiner, naja, wollen wir mal sehen. Hallo, jeder findet natürlich sein Auto am besten. Aber hier habe ich mal in Namibia die Möglichkeit gehabt, mit einem anderen Wagen zu fahren, der etwas größer ist. Also ein Unimog der nächsten Klasse. Und ich muss sagen, ich bin an sich von meinem begeistert. 7,5 Tonnen ist doch besser als 10 bis 12 Tonnen. Beweglicher, nicht so hoch. Aber hier mache ich mal den Vergleich. Natürlich, subjektive Betrachtungsweise eines Besitzers von einem 1300L. Links ist der 437 von Werner und Devi. Wie man sieht, wesentlich höher. Das ist etwas, was mich störte. 8 Stufen bis oben. Der Eintritt war auf 1,58 Meter. Da musste man schon etwas jonglieren, damit man hochkam. Wenn ich dann im Vergleich meinen sehe, den U435, das ist nur eine kleine Höhe, nämlich da haben wir gerade einmal 1,19 Meter. Das sind doch dann nur 4 Stufen, die man dort hochsteigt. Das ist auch viel einfacher. Ich kann also mit der normalen Klapptreppe, komme ich schon zur Rande. Ich setze aber meistens unten noch eine Stufe zusätzlich dazu, die 4. Stufe, denn es ist einfacher, dann ein- und auszusteigen. Der Unterschied ist also glatte 390 mm oder übersetzt 39 cm. Der U437 oder sagen wir einfach der große Unimog hat 520 mm Bodenfreiheit. Das ist natürlich mehr als der U435, der hat nur 470. Eine große Menge an Distanz ist das nicht. Es sind gerade mal 50 mm. Betrachten wir einmal so eine ausgefahrene Fahrrinne. So sieht sie meistens aus. Tief eingefahren durch die Räder und das Differential schlurft in der Mitte darüber. Zum Beispiel hier beim Steyr. Der Steyr hat nur 300 mm. Das heißt also, das sind 17 cm weniger als der 1300L. Das liegt daran, dass er eben keine Portalachse hat. Bei ihm liegt die Achse praktisch Mitte im Rad. Im Gegensatz zur Portalachse, wenn wir jetzt mit unserem Fahrzeug kommen, dann sieht das so aus. Da liegt die Achse außerhalb des Rades, also oberhalb. Und das macht eine ganze Menge aus. Das macht zum Beispiel bei mir zum Steyr 17 cm. Und das gibt dann ebenso ein gutes Fahrverhalten. Deshalb sollte der Unimog immer als letzter fahren. Denn fährt er vor, dann gräbt er so eine tiefe Spur. Und jedes folgende Fahrzeug mit weniger Bodenfreiheit liegt dann auf. Und da hat man dann so seine Probleme mit. Jetzt haben wir die Gesamthöhe. Beim großen Unimog ist sie ungefähr 3,50 Meter. Beim kleinen Unimog ist sie 3,10 Meter. Wofür ist das wichtig? Wenn wir durch die Buschtunnel fahren, wie ich sie nenne, dann haben wir ein zu hohes Profil. Das ist schon mit 3,10 Meter manchmal schwierig, weil die hier meistens gebräuchlichen Fahrzeuge sind Pickups und wenn die 2,50 Meter, 3 Meter geladen haben, dann ist das viel. Da sind dann die Zweige alle weggefahren, weggeschnitten schon. Und wenn wir kommen, haben wir manchmal das Problem mit dem Großen ganz besonders, dass wir dann dort überhaupt durchkommen. Fassen wir das jetzt mal zusammen, so ist der große Vorteil von dem großen 6 cm Bodenfreiheit mehr. Dafür ist er auch 40 cm höher und die Einstiegshöhe liegt 37 cm oberhalb des kleinen. Würde ich jetzt die Kabine von meinem 1300er einmal rübersetzen auf den großen, dann stellen wir fest, die Kabinen sind bis auf 5 cm in der Länge gleich groß.
Also das ist auch kein Vorteil. Es ist nur ein größeres Auto. Betrachte ich sogar die Reifen, dann muss ich feststellen, beim 1300L, also hier der kleine, er hat also Reifen, die sind wesentlich breiter. Und der große, er hat ein schmaleres Profil, obwohl er 10 Tonnen tragen muss und der andere nur 7,5. Also hier ist wieder ein Vorteil für den 1300L, der dadurch auch viel wendiger ist, weil er einen kürzeren Radstand hat. Die Motorleistung ist auch unterschiedlich. Es ist der gleiche Motor, einmal mit 180 PS bei 7,1 Tonnen und einmal 210 PS bei 10 Tonnen. Das bringt einmal 21 PS pro Tonne beim 10-Tonner. Damit ist wieder der kleine im Vorteil mit 23,5 PS pro Tonne. Zusätzlich können wir den kleinen eben noch mit der alten Klasse 3 fahren. Er ist unter 7,5 Tonnen. Da stelle ich mir die Frage, wozu brauche ich so einen 10-Tonner? Ich brauche nur eine Kabine, die wiegt 2 Tonnen und die bekomme ich locker auf den kleinen drauf. Betrachten wir jetzt mal den Steyr 12 M18. Auch ein relativ großes Auto. Er ist 4,20 Meter. Er hat ungefähr 20 cm mehr in der Länge als beim Unimog an Kabine zur Verfügung. Die 2 Meter Höhe ist identisch wie bei unseren beiden Unimogs. Dann haben wir 3,50 Meter ohne oben Aufbauten. Das ist an für sich auch noch ganz verträglich. Der Motor ist ein 6-Zylinder mit 220 PS, das bringt 22 PS pro Tonne. Das ist an für sich noch schlechter als der große. Dann haben wir die Bodenfreiheit, die nur 300 mm ist. Hier, er hatte andere Reifen drunter und das machte 370 mm aus an Bodenfreiheit. Ist aber im Vergleich zum Unimog immer noch recht wenig. Der Einstieg mit 1400 ist angenehmer als beim großen Unimog. Also im Vergleich zum großen Unimog muss ich sagen, ist mir der Steyr dann angenehmer. Allerdings nicht am Fahrerhaus, weil man steigt vor dem Rad ein, das ist schon eine richtige Kletterpartie. Und im Wendekreis liegt der Steyr in der Mitte, der kleine Unimog hat den besten Wendekreis und der große den schlechteren. Aber, wie gesagt, subjektive Betrachtung. Mir gefällt es einfach, mit diesem Auto zu fahren. Er ist geländegängig, ich komme überall hin, so wie hier an den Strand, ob Sand oder was alles ist. Das ist ein Auto, was mir gefällt, der 1300L. 180 PS, 7,5 Tonnen, Turbo natürlich, ohne Turbolauf.